Obwohl Erdbeermarmelade ja eigentlich Erdbeerkonfitüre heißt, nur Marmelade aus Zitrusfrüchten wird Marmelade genannt, reden wir heute von Erdbeermarmelade. Also da bin ich ja trotzig. Die Erdbeermarmelade, die wir heute machen, kommt ohne Gelierzucker aus, weil wir das natürliche Pektin der Erdbeere nutzen, um die Marmelade zu binden. Vorher, da muss ich aber erst noch ganz viele Erdbeeren pflücken. Also ich finde ja, eine Schaukel gehört auf jedes gute Erdbeerfeld. Rezepte für Erdbeermarmelade gibt es viele, mit oder ohne Gelierzucker. Und die sind bestimmt alle lecker. Warum solltest du also mein Rezept für Erdbeermarmelade ausprobieren? Noch dazu, wo es super kompliziert ist, ich keine Gelinggarantie geben kann und es ewig dauert, nämlich 3 Tage. Ich weiß, es ist wieder eine ganz spezielle Eigenwerbung von mir, das Rezept nicht auszuprobieren. Falls du es doch wagst, behaupte hinterher bitte nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Als erstes wasche ich die Erdbeeren und halbiere oder viertel sie. Ich verwende hier 1100 Gramm geputzte und geviertelte Erdbeeren. Die gebe ich zusammen mit dem Saft von einer halben Zitrone, 900 Gramm Zucker und 100 Gramm Wasser in eine Schüssel und verrühre alles. Die genauen Angaben stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch der Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Aus Backpapier habe ich mir ein rundes Stück zurechtgeschnitten, das ich auf die Erdbeeren lege. Wenn jetzt die Flüssigkeit austritt, saugt sich das Papier fest und hält die Erdbeeren unterhalb der Flüssigkeit. Das alles stellen wir für 24 Stunden in den Kühlschrank. Bei dem sogenannten Mazerieren von Beeren, aus dem lateinischen mazerare, das bedeutet mürbe machen oder auslaugen, geht es darum, den Saft aus den Beeren zu ziehen, damit sich der Zucker und das Pektin darin auflösen können. Das dauert insgesamt 3 Tage. Damit die Erdbeermarmelade gelingt, sollten die Erdbeeren reif, aber nicht überreif sein. Reife Erdbeeren haben das beste Aroma, überreife haben dagegen einen geringeren Pektingehalt, was dazu führt, dass die Marmelade nicht so gut geliert. Sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf, das hilft dem Video unheimlich. Dankeschön! Was im Intro zu sehen war, war übrigens ein Erdbeerfeld an einem Berghang in Mon Jem in Nordthailand, circa eine Autostunde Autofahrt von Chiang Mai entfernt. Es gibt hier viele solcher Ausflugsziele, bei denen man Erdbeeren selber pflücken kann. Für einen kleinen Eintritt kann man so viele Erdbeeren essen, wie man möchte, während man sich im Feld aufhält. Zusätzlich werden Blumen gepflanzt, Schaukeln aufgestellt oder Körbe und andere dekorative Gegenstände. Die kann man dann als Hintergrund für ein paar schöne Fotos nutzen. Insbesondere die Frauen kleiden sich für diesen Anlass wirklich sehr schön. Am Wochenende sind diese Erdbeerfelder ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Falls sich das interessiert, die Erdbeersaison ist im Januar, Februar und Anfang März. Und nur im hohen Norden von Thailand in den Bergen, wo es angenehm kühl ist. Am zweiten Tag die Erdbeeren samt Flüssigkeit und Zucker in einen Topf umfüllen und unter Rühren langsam erhitzen. So wie der Erdbeersaft zu kochen beginnt, den Topf vom Herd nehmen und alles zurück in die Schüssel zurückgießen. Mit einem neuen Stück Backpapier abdecken und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Erdbeeren anschließend für 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Tag 3. Wir sind sozusagen auf der Zielgeraden. Die Hygiene ist natürlich ganz wichtig. Dafür habe ich hier die Gläser für die Marmelade und die Deckel für 15 Minuten in glühend heißem Wasser abgekocht. Und dann lege ich mir die hier auf ein Geschirrtuch und lasse die so lange abtrocknen, bis die Marmelade soweit ist zum Abfüllen. Wenn das Mazerieren fertig ist, muss die Erdbeermarmelade gekocht werden. Soweit, so klar. Die Erdbeeren dafür durch ein Sieb abgießen und den Sirup in einem Topf auffangen. Der entstandene Sirup muss eine Temperatur von 105 Grad erreichen. Dafür brauchst du zwingend ein Küchenthermometer, am besten ein digitales. Also schätzen oder raten funktioniert hier absolut nicht. Kocht man den Zucker bis zu dieser Temperatur, nennt man das schwacher Faden. Würdest du den Zuckersirup nach dem Kochen abkühlen lassen und Daumen und Zeigefinger darin eintauchen, würde der Sirup Fäden ziehen, wenn du Daumen und Zeigefinger abspreizt. Das bedeutet gleichzeitig, dass zusätzlich zur Bindung durch das Pektin die Flüssigkeit durch den Zucker gebunden wird, aber eben nicht zu fest. Beim Kochen zwischendurch immer wieder den Schaum abschöpfen. Um zum Beispiel Bonbons zu machen, würde man den Zucker bis auf 160 Grad erhitzen. Nach dem Abkühlen ist die Bonbonmasse dann so hart, wie Bonbons eben sind. Das wollen wir natürlich nicht für unsere Marmelade, daher ist es so wichtig, auf die richtige Temperatur zu achten.
der Sirup 105 Grad erreicht hat, die Erdbeeren dazugeben, verrühren und alles für 5 Minuten kochen lassen. Auch dabei immer wieder den Schaum abschöpfen. Als ich damit angefangen habe, die Marmelade so zu kochen, war sie bei mir erst zu flüssig. Beim zweiten Mal, weil ich sie länger gekocht habe, zu fest. Ich habe dann die zu flüssige und die zu feste Marmelade gemischt, einmal aufkochen lassen und neu in Gläser abgefüllt, dann war die Konsistenz genau richtig. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Erfindung. Beim dritten Mal habe ich gedacht, okay, kochst du sie gleich etwas länger. Ja, und dann war die Marmelade aber auch zu fest. Da habe ich allerdings andere Erdbeeren verwendet. Natürlich habe ich eine Gelierprobe gemacht, aber es ist doch etwas anderes, ob man ein paar Tropfen auf einen eiskalten Teller gibt und die Masse wird dann sofort fest oder später die ganze Masse im Glas hat. Wenn du das machst, kann das Ergebnis durchaus auf Anhieb gut sein. Es liegt halt stark an der verwendeten Erdbeersorte und an ihrem Pektingehalt. Die 5 Minuten Kochzeit sind daher also einfach nur ein Anhaltspunkt. Also mindestens 5 Minuten in jedem Fall. Es können aber auch 6 oder 7 sein. Das muss man halt ausfinden, bei so einer Art die Marmelade einzukochen. Die Marmelade dann kochend heiß abfüllen, abkühlen lassen und dann genau so und nicht anders muss Erdbeermarmelade schmecken. Super süß und super aromatisch. Unbedingt ausprobieren. Also ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Erdbeermarmelade zu machen. Ich möchte das jetzt gleich am liebsten, aber ich reiß mich jetzt noch gerade so zusammen, um mich vorher bei dir zu verabschieden. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen dafür nach oben da lässt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. In dem hier oder in dem hier vielleicht. Oder in dem da unten. Wie auch immer. Ich bin weg. Ich muss ganz dringend das Brot essen mit Marmelade. Das ist so lecker. Unbedingt ausprobieren. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, Erdbeermarmelade selber machen gehen. Das ist sehr, sehr lecker. Tschüss. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh.